Also ein bisschen wie befürchtet, aber wir haben gehofft, wir kommen drum rum. So wie wir es gehört haben, wenn bis morgen keine Polizei oder irgendwelche Regierungsmitarbeiter kommen, dann werden sie die Straßenblockaden noch intensivieren. Wahnsinnig viele Dynamitsprengungen, bestimmt 5, 6 Stück hintereinander. Und anscheinend stehen die Chancen schlecht. Es könnte sich sogar noch um Wochen handeln. Wir haben so gut wie kein Wasser mehr. Deswegen müssten wir hier eigentlich irgendwie rauskommen. Straßenblockade muss nicht langweilig sein. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt als Intro. Pow, pow, pow. Pow, pow, pow. Wir sind aktuell auf dem Weg nach Sucre, die Hauptstadt von Bolivien. Wieso, weshalb, warum? Dazu müsst ihr am besten das letzte Video nochmal angucken, wer das noch nicht gemacht hat. Da erfahrt ihr den Grund natürlich und aber auch seht spektakuläre Landschaften, wie zum Beispiel die Salar de Uyuni oder auch den Sahama National Park, den wir absolut genial fanden. Schönster Ort in ganz Bolivien, wenn nicht sogar auf der ganzen Das war schon sehr Panamericana. schwer zu toppen. Ja, wir sind aktuell auf dem Weg Richtung Sucre und haben wie viele Stunden Fahrt ungefähr vor uns? Ich glaube 7, 8. 2 davon haben wir schon gefahren, also noch so ungefähr 6 Stunden. War weit vor. Ich will jetzt aber hier gehen. Soll ich trotzdem noch ein bisschen vor. Why not? Why not? Sind wir nachher so eingeparkt, dass wir nie wieder rauskommen? Also ein bisschen wie befürchtet, aber wir haben gehofft, wir kommen drum rum, sind wir jetzt doch mal in einer Straßenblockade. Ja, wir sind auf dem Weg nach Sucre, aber kommen erstmal nicht weiter. Im Best Case wird die Blockade morgen früh um 9 aufgelöst. Im schlechtesten Fall dauert es noch 2 oder 3 Tage. Je nachdem, ob sie sich da vorne einig werden oder nicht. He's gonna, like he just said, like with the bus he's gonna turn around, so we have to just move a bit. Of course. Yeah, it's like Back? on the same side, but just a bit. A bit back. Yeah, Yeah. back. Okay. Also machen wir jetzt nochmal Platz für den Bus. Denn der will umdrehen und nicht hier über Nacht bleiben wie wir. Oh Mann, ey. Ich werde das mal, wie weit ich kann. Wir können auch von hier in der Ferne das Feuer sehen, wo die Blockade ist. Die haben sich schon mal bereit gemacht für die Nacht. Also Daumen drücken, dass wir morgen früh hier durchkommen. Guten Morgen. Wir haben gerade mal die Lage gecheckt und leider hat sich noch nichts getan. Also die Autos stehen hier immer noch am Straßenrand, alle warten, einige laufen zu Fuß. Bisher sieht es noch nicht so aus, als würde hier irgendwas geöffnet werden, aber es hieß ja auch 9 Uhr, wir haben jetzt 8. Also nochmal in einer Stunde gucken und bis dahin frühstücken wir. Tja, heute ist soweit nicht viel passiert.
die Straßenblockade ist immer noch nicht aufgelöst. Der Protest geht wohl darum, dass sich die Minenarbeiter hier eine geteerte Straße zwischen zwei Orten wünschen, und das hätte schon letztes Jahr passieren sollen, aber die Regierung hat sich da wohl nicht drum gekümmert, und ja, so wie wir es gehört haben, wenn bis morgen keine Polizei oder irgendwelche Regierungsmitarbeiter kommen, dann werden sich die Straßenblockaden noch intensivieren. Dadurch, dass wir kein Wasser mehr haben, oder so gut wie keins mehr, überlegen wir uns jetzt gerade, also heute die Nacht bleiben wir noch und gucken, ob wir vielleicht weiterkommen. Aber wenn bis morgen nichts passiert, dann werden wir wohl wieder umdrehen und... Aktuell können wir nirgendwo hin, weil sich die Busse quergestellt haben hinter uns. Ja. Und die blockieren den Weg in die andere Richtung. Alles ein bisschen suboptimal. Aber gucken wir mal, wie sich das morgen entwickelt. Wenn nicht, müssen wir halt morgen lieb fragen, damit sie uns rauslassen in die andere Richtung. Naja, wir bleiben mal entspannt. Erstmal noch. So wie alle anderen Menschen hier. Ja. Das ist sehr faszinierend. Dadurch, dass wir schon so wenig Wasser haben, haben wir schon angefangen, Cola zu trinken, Eistee. Ist richtig gesund hier. Aber Wein haben wir noch. Mehr. Der next step ist Alkohol. Ja. Wir machen jetzt erstmal unser Bett. Ist ja auch schon 18 Uhr. Weil da waren wir heute Morgen zu faul zu. Guten Morgen. Seit gestern Abend ist nicht viel passiert. Wir stehen immer noch alle in der gleichen Position. Wir sind immer noch eingeparkt von Bussen. 2, 3 Dynamit-Sprengsätze sind heute Morgen schon in die Luft gegangen. Das machen die immer mal wieder zwischendurch. Und ja, wir müssen uns heute mal überlegen, wie wir das machen, weil wir haben so gut wie kein Wasser mehr. Zumindest nicht genügend, um heute den ganzen Tag davon zu trinken. Deswegen müssten wir hier eigentlich irgendwie rauskommen. Hoffentlich. Ich werde gleich mal mit Peppi da entlang laufen und gucken, inwiefern das möglich ist, dass wir hier wenden können und dann vielleicht rückwärts rausfahren können und irgendwo Wasser herbekommen. So, ich bin mal nach vorne gegangen, habe mir das vorne angeguckt. Aber da tut sich gar nichts. Auch eine Polizei ist noch nicht vor Ort. Also wird da wohl auch keine Einigung erzielt werden, zumindest heute nicht. Und wir können bestimmt noch mal locker, zumindest mal einen Tag noch hier bleiben. Was soll's. So, es bewegt sich immer noch nichts. Stehen immer noch still. Aber wir haben neue Nachbarn aus Hamburg dazu bekommen. Und jetzt haben wir angefangen, uns das draußen ein bisschen gemütlich zu machen. Setzen uns gleich zusammen, gucken Fußball und trinken vielleicht ein Bierchen.
Denn Straßenblockade muss nicht langweilig sein. Peppi sagt, kannst du bitte das Bett um mich rum machen? Ja. Schnitt, aber man könnte auch sagen, mit größerer Erfahrung. Correa, Verteidiger, der Ball in den eigenen Reihen bleibt und war ja zunächst auch nicht, aber jetzt... Den finde ich auch richtig stark, der jetzt hier ganz außen, links außen steht. Andere ist zu dunkel, ne? Ja, das ist gleich wieder runter. Um eben nicht mal Zeit Roman und Benoit, die beiden Franzosen, die mit uns hier stehen, die waren jetzt gerade noch mal vorne bei der Blockade und haben nachgefragt, ob es die Chance gibt, dass es morgen sich auflöst. Und anscheinend stehen die Chancen schlecht. Es könnte sich sogar noch um Wochen handeln. Vermuten wir, glaube ich, nicht, aber wir warten jetzt noch mal morgen früh ab. Aber wenn sich da nichts tut, dann werden wir auf jeden Fall umdrehen. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall noch mal einen netten Abend. Wir haben gerade gekocht. Verdauen das Deutschland-Spanien-Spiel. Wenn das rauskommt, ist das natürlich schon lange Geschichte, aber Jetzt ist es noch taufrisch. jetzt ist es noch taufrisch. Ja, wir haben auch Wasser von unseren Nachbarn bekommen, also wir mussten nicht nochmal wegfahren. Und freuen uns jetzt aus Curry. Und weil wir aktuell weder vorwärts noch rückwärts kommen, haben wir uns überlegt, machen wir einen Filmabend und dazu gibt es Popcorn. Und ich liebe Popcorn. Wenn ihr das riechen könntet. So gut. Und damit auch noch ein riesiges Dankeschön an Surfshark, den Sponsor unseres heutigen Videos. Surfshark ist ein VPN, der unsere Online-Identität schützt. Das ist für uns besonders wichtig, da wir immer mal wieder in fremden Netzwerken eingeloggt sind, zum Beispiel in Cafés, wenn wir von dort arbeiten oder zum Beispiel auch Bankdaten eingeben müssen. Und da sorgt Surfshark dafür, dass all diese Daten verschlüsselt werden und ja für niemanden einzusehen sind. Es gibt aber noch so viel mehr andere Vorteile. Zum Beispiel kann man durch Surfshark unseren Standort virtuell verändern. Und so können wir auch weiterhin unsere Serien und Lieblingsfilme weiterschauen, auch wenn sie vielleicht im aktuellen Land gar nicht verfügbar wären. Ach so, und wenn ihr an digitaler Sicherheit und Lieblingsserien und Filme von überall auf der Welt interessiert seid, dann checkt doch mal unten den Link in unserer Beschreibungsbox. Damit bekommt ihr 4 Monate gratis extra. Und mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch überhaupt kein Risiko ein und könnt es einfach mal ausprobieren. Absolut. Oh Gott. Wir sind gerade wach geworden, weil die ganzen LKW-Fahrer alle angefangen haben zu hupen und angefangen haben loszufahren. Und es scheint jetzt wohl, dass der Roadblock offen ist. Wir überlegen jetzt, ob wir auch fahren oder ob wir bis morgen früh warten, weil wir auch nicht wissen, wie viele Roadblocks noch kommen. Und wir wollen natürlich nicht stecken bleiben, nach vorne und nach hinten. So komplett ohne Wasser. Irgendwie bewegt sich jetzt auch nichts mehr. Ich ziehe mich mal an und check das. Die sind hier alle schon abfahrtbereit. Die fahren hier schon alle. Die haben auch gerade das Dach runtergelegt. Die fahren schon los. Ja. Aber die warten irgendwie auf uns, ne? Also machen Sieht jetzt wir... aus, als würden wir die Tür kommen.
so, ne? Wollen wir das einmal machen mit dem Böse? Da vorne ein bisschen rechts halten, weil da in der Mitte irgendwas liegt und ich weiß nicht, ob das Glas ist oder irgendwas. Wir haben es bis nach Sucre geschafft, nachdem wir gestern eigentlich schon komplett die Hoffnung verloren hatten, dass es irgendwie noch weitergeht und wir uns schon mit dem Gedanken angefreundet haben, uns also wieder umzudrehen am nächsten Tag. Ist da mitten in der Nacht um 11:30 oder so, oder? Ja, später sogar, glaube ich. Ja, kurz vor 12. Oder? Ja, 11:30, 12 haben sich dann angefangen, die ganzen LKWs zu bewegen. Kurz davor gab es wahnsinnig viele Dynamitsprengungen, bestimmt 5, 6 Stück hintereinander. Und ja, wir waren eigentlich alle schon im Bett, haben dann mal aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass die Blockade geöffnet war und man durchfahren konnte. Wir waren dann aber trotzdem nicht gleich super euphorisch, sondern waren erst noch mal ein bisschen zurückhaltend, weil wir ja wussten, dass es mehrere Blockaden auf der Strecke gibt und wir wollten natürlich jetzt nicht durch eine Blockade durchfahren und dann in der nächsten Blockade hängen und dann wird hinter uns die Blockade noch wieder zugemacht. Sprich, es wäre dann weder vorwärts noch rückwärts gegangen. Aber wir haben uns dann getraut und sind dann gestern noch 2,5 Stunden gefahren, also bis um 2:30 in der Nacht und sind jetzt in Sucre angekommen. Haben kurz vor Sucre geschlafen und sind jetzt heute Morgen die letzten Kilometer gefahren. Die Stadt war schon wieder sehr herausfordernd mit dem Van. Wir haben jetzt aber ein Plätzchen gefunden. Erstmal einen Kaffee gemacht. War doch eher eine kurze Nacht. Und ja, heute ist leider Arbeitstag. Was heißt leider? Heute ist Samstag. Heute machen wir das nächste Video fertig. Und morgen geht es dann hier in die Stadt, die Dinge erledigen, die wir hier erledigen müssen. Erledigung Nummer 1 für heute ist geschafft. Und zwar war ich schon auf dem Amt für das Gesundheitszertifikat für Pepper. Und nächster Schritt ist jetzt quasi zum Tierarzt zu gehen, zu bezahlen und dann nochmal dahin zurückzugehen, um dann die offiziellen Papiere zu bekommen. Aber das hat schon mal gut geklappt.
Während ich damit beschäftigt war, die Papiere für Pepper zu organisieren, kümmerte sich Basti mal wieder um ein Problem an unserem Van. Glücklicherweise nur ein kleines. 2 der Dieselinjektoren waren undicht und konnten innerhalb weniger Stunden repariert werden. So sieht's aus, wenn in Sucre einfach mal die Straße aufhört. Da gehen unsere Nerven auch direkt ans Limit. Dafür haben wir nicht mehr viel Reserve. Ja, wegen der Hundebehörde. Ja, ich habe ja eigentlich ziemlich motiviert heute angefangen zu filmen, aber der Tag hat sich so lange gezogen, mit so viel Warten und so viel hin und her. Ich bin heute Morgen um kurz nach 8 los und wir haben jetzt 18 Uhr und ich war heute den ganzen Tag damit beschäftigt, diese Unterlagen für Peppy zu holen. Ich musste zu 4 unterschiedlichen Orten, außerhalb der Stadt, innerhalb der Stadt. Es ist absolut abgefahren. Und da ist ein kleiner Peppy-Welpe. Hallo. Ja. Das war unser Tag heute. Eigentlich wollten wir den ganzen Tag fahren. Eigentlich wollen wir ja schon raus aus der Stadt sein, aber es ist wie es ist. Wir machen jetzt noch ein paar Kilometer und dann suchen wir uns einen Platz für die Nacht. Es wird nämlich schon wieder dunkel. Was ein Tag. Wir sind an dem Stellplatz angekommen, nicht wie erhofft in die richtige Richtung, denn wie wir gerade bei einer Kontrollstation oder einer, wie nennt man das? Mautstation erfahren haben, ist genau wieder wie auf dem Hinweg hierher seit heute eine Blockade. Und dieses Mal haben wir aber nicht die Zeit, um da 2-3 Tage zu stehen und zu warten, weil das Gesundheitszertifikat von Peppy ja schon in 10 Tagen ausläuft und wir haben noch eine Kleinigkeit vor hier, bevor es zur Grenze nach Chile geht. Deswegen haben wir jetzt gerade eine Kehrtwendung gemacht, sind wieder Richtung Sucre gefahren und stehen jetzt kurz vor Sucre, irgendwo im Nirgendwo. Und ja, checken gleich nochmal die Lage. Essen auch vielleicht eine Kleinigkeit was, weil außer was ein paar Stücke Supermarkt-Bananenbrot und eine Tüte Chips haben wir heute noch nicht gegessen. Auch das kann einer dieser Tage sein, einer dieser Reisetage sein. Naja, Gute ist, wir haben die Zertifikate und es gibt noch einen anderen Weg, der halt einfach nur 6 Stunden länger dauert. Den geht's morgen an. Podcasts runterladen und Musik hören und Roadtrip. Dafür, dass wir direkt an der Hauptstraße geschlafen haben, war die Nacht ganz okay. Wir haben schon mal an dieser Straße geschlafen, das war direkt nach dem Roadblock vor einer Woche. Da sind die LKWs nur so vorbeigebrettert, aber diesmal war der Roadblock noch nicht offen, das heißt, es war eigentlich ganz entspannt. Tranquilo. Es war tranquil.
Unser Plan für heute ist, jetzt gleich nochmal zu dieser einen Kontrolle zu fahren, wo wir gestern erfahren haben, dass es eine Straßenblockade gibt. Und nochmal nachzufragen, ob sich vielleicht die Straßenblockade schon geöffnet hat. Die ist so 15 Minuten von hier entfernt. Und ja, wir hoffen einfach, dass sie sagen, ja, gar kein Problem, ihr könnt durchfahren. Sehr optimistisch. Und wenn nicht, haben wir einen ganz schönen Umweg vor uns. Statt 5,5 Stunden müssten wir Knapp 9. Nee, mehr als 9 Stunden sind wir dann. Ja, knapp 9 Stunden fahren. Es gibt zwar um die Straßenblockade irgendwie wieder so eine Schotterpiste, Umweg, aber der Umweg wäre auch irgendwie 2,5 Stunden und dann wäre es immer noch weniger Zeit, aber definitiv mehr Nerven würden auf dem Weg liegen bleiben. Ja. Deswegen fahren wir dann lieber 9 Stunden entspannt als 7 Stunden unter Stress. Und vielleicht am Ende haben sie das dann auch blockiert. Und für Peppy ist Schotterpiste auch nicht so der Hit. Was sagst du dazu? Ich hasse Roadblocks. Diese Familie macht mich verrückt. Du bist ein großer Teil davon. Der Familie oder der Verrücktheit? Sowohl als auch. Das eine kommt mit dem anderen. Was sucht denn das Glas hier? Ja, du hast da drin zum Trinken. Let's go. Du hast sehr sportlich geparkt. Ich habe nicht sportlich geparkt. Mein Gott. Nur weil wir so ein Offroad-Monster haben. Ja. Du traust ihm zu wenig zu. Wow. Jetzt drückt uns die Daumen, dass die uns an der Zollkontrolle sagen, Blockade aufgehoben. Freie Bahn mit Marzipan. Wir sind gerade an der Perche vorbeigekommen. Und die meinten, die Straße ist wieder ganz normal geöffnet. Fingers crossed! Das wäre natürlich mega. Bedeutet, wir haben gestern eine sehr gute Entscheidung getroffen, dass wir gesagt haben, wir bleiben nochmal hier in der Nähe und fragen heute nochmal nach, ob sie vielleicht aufgemacht wird. Weil ansonsten wären wir schon wieder Richtung Sucre gefahren, nochmal 3 Stunden weiter und dann den Weg außenrum, der 6 Stunden länger ist. Haben wir gedacht, wir warten nochmal eine Nacht. Vielleicht ist das Glück auf unserer Seite. Und es Aber- war auf unserer Seite. Und vielleicht ist es das auch wirklich. Noch sind wir nicht durch. Gucken wir mal, was noch passiert. Es sind ja 2 Stunden. 2 Stunden dahin, ja. Und wisst ihr was? 2 Stunden ist eine perfekte Zeit, um den Podcast zweimal um die Welt mit Jessie und Roberto. Ein Bericht aus Kanada dauert ungefähr 2 Stunden. Perfekt. Also falls Was Basti eigentlich sagen wollte mit seinen nicht ganz zusammenhängenden Worten, Danke. so ein richtiger Satz war es ja nicht, Nee, das stimmt. ist, wir haben ein neues Format in unserem Podcast namens den Panamerikaner-Chat. Wir haben damit schon Valeria und Tobi gesprochen, mit denen wir durch Ecuador gereist sind und Peru. Und die neueste Folge ist mit Roberto und Jessie von den Chirpy Travelers. Und ja, wir bequatschen Dinge über das Reisen im Camper in Kanada. Längste Folge bisher. Viel Spaß beim Hören. So, wir sind jetzt an der Stelle vorbeigefahren, wo letztes Mal die Straßenblockade aufgebaut wurde und wo wir 3 Tage standen. Und es sah auch so aus, als wäre es da diesmal wieder gewesen. Alles schon aufgeräumt, wir konnten durchfahren. Und jetzt sind wir noch ein paar Kilometer vor Potosí, wo wir nicht halten werden, nicht nochmal, sondern fahren direkt weiter nach Uyuni. Aber wie es aussieht, war es eine gute Entscheidung. Wir konnten den ganz normalen Weg fahren. Yeah. Wie lange machst du das? So cool.
Ich zieh durch. Brennt Licht. Ja. Da kommt. Wir sind in Uyuni angekommen, wo wir uns wieder mit Michelle und Raphael verabredet haben. Und die beiden stehen auch schon neben uns. Mit denen treffen wir uns jetzt gleich. Weil mit denen haben wir noch was ganz Besonderes vor. Unser letztes Abenteuer hier in Bolivien. Das seht ihr aber nächste Woche erst. Wir beenden das Video für heute. Wir hoffen, euch hat dieses wundervolle Vanlife-Alltag, Langzeitreisen in Südamerika, pur Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Also liked das Video fleißig, kommentiert ein Support-Herz in die Kommentare und das Emoji der Woche ist irgendwas mit Straßenverkehr, irgendwie so eine Pylone oder eine Absperrung oder genau, irgend sowas. Warndreieck, genau. Seid kreativ. Ja, das ist mehr Realität geht wirklich nicht. So waren einfach unsere letzten Tage und wir dachten, wir nehmen euch da auch mal mit und zeigen euch nicht nur die Highlights, die wir erleben. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, mal wirklich so intensiv in der Blockade drin zu stecken. Und wir sind aber jetzt froh, dass wir es geschafft haben und dass wir hier rechtzeitig zum richtigen Zeitpunkt angekommen sind und freuen uns jetzt auf das, was kommt. Und mehr bleibt mir eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Ach doch, wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr das nachholt oder immer noch Glocke aktivieren. Und ein riesiges Dankeschön an alle schon Abonnenten. Wir freuen uns über jeden Einzelnen. Vielen, vielen Dank. Basti möchte gerne ein Herz machen. Support-Herz. Und damit auch nochmal vielen Dank an Surfshark, den Sponsor unseres dieswöchigen Videos. Checkt unbedingt nochmal den Link unten in der Beschreibungsbox aus, denn dann könnt ihr mit unserem Code NEULANDSTORIES 4 Monate gratis bekommen. Und damit hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wir verabschieden uns für diese Woche. Danke, Ende.